Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Peter Herzau. Ich bin seit vielen Jahren Führungskräftecoach und Coach für Menschen in schwierigen Transformationsphasen. Und ich möchte in dem Video etwas über den Coaching Container erzählen. Das Video ist für Coaches oder zukünftige Coaches als Inspiration und natürlich aber auch für Menschen, die erfahren wollen, wie ich so arbeite und auch wie ein Coaching-Prozess bei mir startet. Es ist nämlich so, dass ich den Coaching-Container immer an den Start setze, um zu gucken, dass wir wirklich ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie man am besten miteinander arbeitet. Was ist also der Coaching-Container? Einfach gesagt, Coaching-Container ist ein Raum, der sich komplett vom Alltagsraum, von allen Alltagsräumen unterscheidet. Und ich möchte 4 Hauptaspekte davon jetzt hier vorstellen. Der erste Aspekt liegt auf der Hand, das ist die Vertraulichkeit. Ganz selbstverständlich, trotzdem ist es wichtig, das nochmal zu betonen, weil damit eigentlich alles erst losgeht. Der zweite Punkt lässt sich beschreiben mit dem Begriff Offenheit. Offenheit für alles, was in dem Coaching entsteht und auch Offenheit in die Tiefe zu gehen und nicht an der Oberflächlichkeit nur zu bleiben. Die Offenheit unterscheide ich so in 3 Stufen. Die erste Stufe beginnt bei der Klientin und zwar offen zu sein für das, was eben in der Person entsteht. Das können Gedanken sein, kritische Gedanken, kritische Stimmen, Stimmen von irgendwelchen wichtigen Personen auch aus der Vergangenheit, die im Alltag nicht beachtet werden. Und das ist oft auch gut, im Alltag anders zu sein, die aber wirklich wahrzunehmen. Oder aber es sind Gefühle, teilweise auch unangenehme Gefühle, die aber wahrzunehmen und zuzulassen und vielleicht auch da dann reinzuspüren. Was es auch noch gibt, sind Körperempfindungen. Was passiert im Körper bei gewissen Themen? Und dafür offen zu sein und das auch erstmal wahrzunehmen, das ist schon mal eine Leistung. Der zweite Schritt von der Offenheit ist, diese alle ganzen Wahrnehmungen tatsächlich auch in den gemeinsamen Dialograum zu bringen und das eben auch einzubringen ins Coaching. Das kann jeder entscheiden, in welchem Maße er das machen möchte, aber dadurch werden die Dinge alle nutzbar und können weiterführen. Die dritte Stufe von Offenheit bezieht sich auf mich als Coach. Ich in meiner Rolle als Coach bin nicht dazu da, nett zu sein oder zu garantieren, dass du als Klientin happy aus der Session rausgehst. Mein Job ist, den Service zu leisten, auch ehrlich und offen zu sein. Alles, was für mich im Raum ist, was ich meine wahrzunehmen, was für Impulse bei mir entstehen, all das bringe ich mit rein und verlasse damit auch die Komfortzone, denn es kann sein, dass ich total falsch liege. Denn letztendlich, was richtig oder falsch ist, was passt oder nicht passt, das entscheidet immer die Klientin und nicht ich. Also ich bin nicht derjenige, der irgendwie die Wahrheit gepachtet hat und weiß, was eigentlich passiert. Ja, also neben Vertraulichkeit und Offenheit gibt es den dritten Aspekt und das ist, alles ist möglich. Im Alltag sind wir gut bedient, immer auch den Realismus-Check zu haben und zu gucken, ist die Sache umsetzbar oder nicht. Im Coaching ist es erlaubt, groß zu denken. Und nur so kann auch die Kraft von den Träumen angezapft werden. Der Traum selber muss nicht in der Form umgesetzt werden, aber da steckt ganz viel Energie drin, die in anderen Kanälen vielleicht genutzt werden kann. Also, alles ist möglich, Haltung. Und das letzte bezieht sich auf die Beziehung Coach und Klientin. Und zwar beschreibe ich das mit dem Stichwort 100% Verantwortung. Normalerweise, wenn 2 Menschen zusammenkommen, dann gibt es so einen unausgesprochenen Deal. Naja, du kümmerst dich darum, dass es irgendwie alles gelingt und ich kümmere mich darum. 50-50. Nein, ich sage ganz provokativ, 100% Verantwortung bei der Klientin, 100% Verantwortung bei mir, dass der Prozess gelingt.
egal wie dämlich sich aus meiner Sicht die Klientin anstellt auf meine super klugen Fragen. Ich gebe 100%, dass der Prozess gelingt und genauso die Klientin, wenn sie denkt, was will der eigentlich hier, kümmert sich darum, dass es gelingt, spricht es an, bringt es auf den Tisch und dann äh, ist jeder sozusagen in der aktiven Rolle. Also diese 4 Punkte, Vertraulichkeit, Offenheit, alles ist möglich und 100% Verantwortung, sind kraftvolle Pfeiler, um diesen Coaching-Container zu bilden. Und das stelle ich immer am Anfang vor. Wir diskutieren das dann, ob irgendwas angepasst werden muss und committen uns dann dazu, also verpflichten uns dann dazu. Ja, ich hoffe, dass das eine Anregung gibt. Ich habe mir das selber nicht alles ausgedacht. Vieles habe ich von meinem eigenen Coach gelernt und dann aber angepasst. Und ich denke, dass jeder das auch für sein Setting weiterentwickeln wird. Und generell ist es so, dass es immer gut ist, wenn man eine Art von Zusammenarbeit beginnt, sich vorher explizit darüber auszutauschen, was ist uns eigentlich wichtig in der Zusammenarbeit. Also es geht gar nicht nur um Coaching, sondern einfach kann für jede Art von Zusammenarbeit genutzt werden. Okay, ich hoffe, das hat Anregungen gegeben und wünsche euch viel Erfolg. Tschüss.